frustration, I think, on his part. And he had a few issues which were based not on reality. And I was defending my wife, and he was coming for my wife. Prinz Harry und Prinz William sind seit Jahren uneins. Doch eine kürzliche und unerwartete Aussage von William hat Harry offenbar zu Tränen gerührt. Der Konflikt zwischen den Brüdern war eines der am meisten diskutierten Dramen der königlichen Familie, aber dieses Mal hatten Williams Aussagen eine andere Wirkung. Er sagte nur 5 Worte, was alle erschreckte. Er hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde. Prinz Harry, einst unzertrennlich von seinem Bruder, jetzt stehen Ozeane auseinander, emotional und physisch. Aber heute hat sich etwas geändert. Nun sagen Insider, dass diese Worte Harry zutiefst berührt haben. In diesem Video erklären wir, was Prinz William gesagt hat, warum es wichtig ist und wie es alles für Harry und Meghan verändern könnte. Kommentieren Sie 1. Wenn Sie glauben, dass sich die königlichen Brüder jemals wirklich versöhnen können, oder nicht, wenn bereits zu viel Schaden angerichtet wurde. Und jetzt fangen wir an. Die Fehde. Den ganzen Winter 2018 über kursierten Berichte darüber, dass Meghan Markle und Kate Middleton eine Meinungsverschiedenheit hätten. Doch die Royal-Analystin Katie Nicholl enthüllte eine erstaunliche Wendung der Ereignisse. Es ging nicht um die Herzoginnen selbst, sondern um ihre Ehemänner. Berichten zufolge litt die Beziehung zwischen Prinz Harry und Prinz William in diesem Jahr, als Harry den Vorwurf erhob, sein Bruder habe nicht genug getan, um Meghan in der königlichen Familie willkommen zu heißen. Diese Informationen stammen aus Quellen innerhalb der königlichen Familie. Andererseits haben viele Menschen das Gefühl, dass die Risse schon vor langer Zeit auftraten, als Harry Meghan zum ersten Mal traf. Es heißt, William habe ihm geraten, sich zu beruhigen, was ein Ratschlag war, den Harry nicht gut annahm. Was zunächst ein einfacher Streit war, eskalierte zu etwas weitaus tiefgreifenderem, und nach der Hochzeit von Harry und Meghan im Jahr 2018 wurde die Kluft zwischen den Brüdern im Laufe der Zeit immer größer. Als Harry den Eindruck hatte, dass William Meghan keinen roten Teppich bescherte, zögerte er nicht, ihm gegenüber seine Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Aufgrund der Schwere des Bruchs zwischen ihnen war Charles gezwungen, einzugreifen und William zu drängen, die Dinge gütlicher zu gestalten. Und in diesem Moment reichten die Cambridges den Sussexes ihre freundschaftliche Hand und baten sie, Weihnachten mit ihnen zu verbringen. Man könnte meinen, das hätte der Situation ein Ende gesetzt, aber stattdessen wurde es noch schlimmer. Während des üblichen Weihnachtsspaziergangs, den die königliche Familie in Sandringham unternimmt, sahen diejenigen, die die königliche Familie genau im Auge behalten, etwas Merkwürdiges. Im Verlauf eines inzwischen viral gegangenen Videos versucht Meghan, mit William ins Gespräch zu kommen, doch dieser ignoriert sie völlig und konzentriert sich stattdessen darauf, seinen Schal zurechtzurücken. Es gab viele Menschen, die es als gezielte kalte Schulter empfanden. Im Verlauf des Jahres 2019 zog sich der Konflikt weiter hin. Zu Ostern gingen die Brüder in diesem Jahr gemeinsam zum Gottesdienst. Aber es war offensichtlich, dass sie in keiner Weise miteinander kommunizierten. Es war sogar zu sehen, dass Harry sich mit seiner Cousine Sarah unterhielt und Höflichkeiten mit Kate austauschte, aber gegenüber seinem älteren Bruder machte er keine Bemerkungen. Danach kam der Tag, an dem Meghan und Harry offiziell die Organisation verließen, mit der sie zuvor mit Kate und William zusammengearbeitet hatten. In der Öffentlichkeit wurde es als ein organisatorischer Schritt bezeichnet, der nichts Persönliches sei. Andererseits hinderte dies Einzelpersonen nicht daran, es in einer Weise zu interpretieren, die sie zu Spekulationen über einen tieferen Bruch veranlasste. Die Ankunft von Prinz Archie im Mai 2019 scheint für eine leichte Beruhigung der Lage zu sorgen. Man hatte das Gefühl, dass die Brüder wieder zusammenkamen. Als Teil dessen, was als Olivenzweig bezeichnet wurde, statteten Kate und William Meghan und Harry im Frogmore Cottage einen Besuch ab. Es wird gesagt, dass Kate Harry gedrängt habe, die Einladung auszusprechen, weil sie sich der Bedeutung des Verständnisses von William und Harry sehr bewusst war. Nicht nur aus Gründen des äußeren Anscheins,
sondern auch wegen der gemeinsamen Pflicht, die sie gegenüber der Monarchie hatten. Darüber hinaus gibt es Aufnahmen von William, der sich über die Ankunft von Baby Archie sehr zu freuen scheint. Da Archie in diesem Sommer getauft wurde, konnten die beiden Ehepartner gemeinsam ein offizielles Gruppenporträt aufnehmen. Anschließend veranlasste der Gesichtsausdruck, den William auf dem Foto hatte, viele Menschen zu der Vermutung, dass er anscheinend alles andere als erfreut darüber war, anwesend zu sein. Die Entscheidung von Meghan und Harry, die Taufzeremonie privat abzuhalten, wurde von William und Kate missbilligt, so eine Quelle, die später ihre Missbilligung offenlegte. Eine mit der Situation vertraute Person sagte, dass William glaubt, dass sein Bruder bis zum Äußersten geht, um Archie aus dem Rampenlicht zu halten, und dass er Meghan für die Abkehr des Paares von der Tradition der Treue verantwortlich macht. Obwohl dies der Fall war, gab es Gerüchte, dass William und Harry ihre Meinungsverschiedenheiten beiseite legen wollten, um Prinzessin Diana anlässlich ihres Todestages später in diesem Jahr Tribut zu zollen. Die Brüder erinnerten sich an die besonderen Anstrengungen, die ihre Mutter jedes Jahr an ihren Geburtstagen unternahm, sowie an die Erinnerungen ihrer Familie, darunter Skiausflüge, Abenteuer im Thorpe Park und andere Aktivitäten. Im Oktober 2019 brach Prinz Harry endlich sein Schweigen, was dazu führte, dass das Internet völlig außer Gefecht gesetzt wurde. Als Harry während der auf ITV ausgestrahlten Dokumentation Harry and Meghan, An African Journey zu dem angeblichen Streit befragt wurde, bestätigte er, was der Rest der Welt zuvor gedacht hatte, nämlich, dass es tatsächlich eine Spaltung zwischen dem königlichen Paar gab. Zu Beginn des Jahres 2020 kam es dann zu einer Bombe, die Meghan und Harry enthüllten. Sie machten eine vorübergehende Pause von ihren hohen königlichen Pflichten. Der ohnehin schon tobende Streit wurde durch diese Nachricht lediglich noch weiter angeheizt. Eine zuverlässige Quelle behauptete, William sei von der Entscheidung von Harry und Meghan überrascht gewesen und es bestehe immer noch eine Kluft zwischen den beiden Brüdern. Die Tatsache, dass William die erste Person gewesen wäre, der Harry von einem bedeutenden Ereignis erzählt hätte, als sie jünger waren, ist eine Quelle der Traurigkeit. Jeder Schritt, der seitdem unternommen wurde, hat nur dazu beigetragen, die Kluft, die sie trennt, zu vertiefen. Leider ist diese Version ihrer Bruderschaft nur noch eine Erinnerung. Dennoch konnte niemand vorhersehen, was danach geschah. Harry war offensichtlich schockiert, nachdem Prinz William einen direkten Kommentar abgegeben hatte, der etwas widerspiegelte, wovor Harry sich die ganze Zeit gefürchtet hatte. Die Rede traf härter, als irgendjemand erwartet hatte, und es war etwas, wovor Harry die ganze Zeit gefürchtet hatte. Die gesamte Situation ließ sich in nur 5 Worten zusammenfassen. Ich habe versucht, sie zu warnen. Kindheit und Bindung. Der Kummer ihrer Vergangenheit und die dramatische unterschiedlichen Rollen, die sie in der Monarchie spielten, bildeten den Rahmen für die verheerende Spaltung, die wir heute erleben, obwohl sie bereits als Jugendliche eine unzerbrechliche Freundschaft genossen hatten. Beide wurden durch den plötzlichen Tod ihrer Mutter nachhaltig verändert, was sich auf die Art und Weise auswirkte, wie sie sich in der Öffentlichkeit bewegten und gleichzeitig einen königlichen Lebensstil führten. In den darauffolgenden Jahren waren sie aufeinander angewiesen. Ihre Leben begannen sich zu trennen, schon als sie noch kleine Jungen waren. Harry war der Notfallplan und William war der Nachfolger. Harry musste sein Leben im Schatten der königlichen Familie meistern, während William die Verantwortung für das zukünftige Königreich übernahm. Und trotz der Tatsache, dass sie sich in schwierigen Zeiten, einschließlich der viel beachteten Scheidung ihrer Eltern, gegenseitig äußerst unterstützten, wurden ihre Verantwortlichkeiten innerhalb der Monarchie immer klarer und ungleicher. Für die meisten Menschen mag die bloße Tatsache, dass sie als Prinz geboren wurden, wie ein lebenslanger Lottogewinn erscheinen. Die Idee, eine Armee von Mitarbeitern zu haben, die sich um alle ihre Bedürfnisse kümmern, renommierte Institutionen zu besuchen und die Möglichkeit zu haben, große Schlösser zu erkunden, klingt nach der perfekten Art, ihre Jugend zu verbringen.
Für Prinz Harry war die Realität hingegen weitaus problematischer. Die Tatsache, dass er der zweite Sohn und nicht der Erbe ist, hat dazu geführt, dass er lange Zeit die Last seines Ersatzjobs zu spüren bekam. Obwohl er diesen Titel angenommen hat, scheint er ein anhaltendes Gefühl der Wut gegen ihn mit sich zu bringen. Harry enthüllte die Feindseligkeit, die sich unter der Oberfläche aufgebaut hatte, in seinem eigenen Buch mit dem Titel Spare. Der Schatten, die Unterstützung und der Backup-Plan waren ganz ich. Ich wurde auf die Welt gebracht für den Fall, dass Willi irgendein Unglück erlebte. Das Gefühl, immer der Zweitbeste zu sein, wurde mit der Zeit stärker, was schließlich zu den überraschenden Entdeckungen führte, die in dem 2021 veröffentlichten Buch enthalten waren. Das Buch war ein vernichtender Angriff seines Bruders sowie des gesamten königlichen Establishments. Sobald Harry Spare freigelassen hatte, wurde denjenigen, die die königliche Familie bewundern, sofort klar, dass seine böse Rivalität mit William von Anfang an vorhanden zu sein schien. Was einst ein gesunder Konkurrenzkampf zwischen Brüdern war, hat sich zu einer stoischen Bitterkeit entwickelt. Harry bemerkte in seinen Memoiren, dass William schon in jungen Jahren begann, sich von ihm zu distanzieren. Obwohl sie gemeinsam das Eton College besuchten, eine angesehene Institution. Harry bemerkte in seinen Memoiren, dass William schon in jungen Jahren begann, sich von ihm zu distanzieren. Obwohl sie gemeinsam das Eton College besuchten, eine angesehene Institution. Obwohl sich Harry daran erinnert, den Wunsch verspürt zu haben, sich mit seinem Bruder zu verbinden und Momente mit ihm zu teilen, stellt er William als gleichgültig gegenüber ihm dar. Darüber hinaus gab Harry bekannt, dass er von der öffentlichen Ankündigung von Williams Verlobung mit Kate Middleton im November 2010 überrascht war. Harry weist die Anschuldigungen zurück, dass es zwischen den Brüdern vor dem Heiratsantrag zu einem so emotionalen Moment gekommen sei, was darauf hindeutet, dass er nicht wusste, dass sein Bruder einen Heiratsantrag vorbereitete. Dies steht im Gegensatz zu den Berichten, die in den Medien veröffentlicht wurden. Er widerlegte auch die Geschichte, dass er William für den Heiratsantrag den Verlobungsring geschenkt hatte, den ihre verstorbene Mutter getragen hatte, und bezeichnete dies als völligen Unsinn. Harry behauptet, dass er von der Verlobung erst durch die Presse erfahren habe, obwohl er erst ein paar Tage zuvor Zeit mit William in Lesotho verbracht hatte. Die Heirat zwischen Harry und Meghan schien die Sache für Harry noch schwieriger zu machen, da er sich dem Gefühl nicht entziehen konnte, dass sein Spitzname Spare erneut gegen ihn verwendet wurde. Laut dem königlichen Historiker Robert Lacey war Harry aufgrund seines Status als Ersatzerbe Opfer einer besonderen Brutalität innerhalb der königlichen Familie geworden. Dieser Missbrauch richtete sich gegen Harry aufgrund seiner Position. In einem Interview mit Good Morning America im Jahr 2020 verriet Lacey, dass Harry und Meghan das Gefühl hatten, vom königlichen Personal an den Rand gedrängt zu werden. Diese Helfer glaubten, dass sie den älteren Familienmitgliedern übermäßig viel Aufmerksamkeit raubten. Danach deutete er an, dass Harry erkannt hatte, dass er häufig als Hofnarr angesehen wurde und dass er in seiner Jugend immer hinter William zurückstand. Im Laufe der Zeit wurde dieses Gefühl immer intensiver. Es wuchs die Erkenntnis, dass Harry, das jüngere Geschwisterkind, vernachlässigt und in eine niedrigere Stellung gebracht wurde, während William und seine Frau Kate darauf vorbereitet wurden, das Königreich zu erben. Dies war eine Situation, die immer deutlicher wurde. Und nun verleiht die emotionale Geschichte, die hinter einem Streit steckt, der auf der ganzen Welt Schlagzeilen gemacht hat, der jüngsten Aussage von Prinz William sowie der Antwort von Prinz Harry einen schmerzhaften Aspekt. Die öffentlichen Angriffe. Als Harry und Meghan im Jahr 2020 beschlossen, sich von ihren hohen königlichen Pflichten zurückzuziehen, brachten sie ihre Meinungsverschiedenheit mit der königlichen Familie in den Vordergrund der öffentlichen Aufmerksamkeit. Eines der umstritteneren Interviews, die das Paar im Jahr 2021 führte, war mit Oprah Winfrey, eines aus einer Reihe von Interviews, die das Paar gab und die die Spannung noch steigerten.
Das Dokument enthielt erhebliche Ansprüche gegen die königliche Familie und enthüllte persönliche Nöte, die mehrere Jahre lang verschwiegen worden waren. In der Familie gab es mehrere Gespräche darüber, wie schwarz der Teint ihres Babys sein könnte, was einer der verblüffenderen Kommentare war. Die Enthüllung erfolgte durch Meghan, die erklärte, Harry habe sie über diese Chats informiert. Allerdings wollte keiner von ihnen den Namen des beteiligten Königs nennen. Eine weitere Quelle des Kummers für Harry war die Tatsache, dass seine Familie sich nicht gegen die kolonialen Untertöne äußerte, die in der Darstellung von Meghan durch die Medien zu hören waren. Meghan enthüllte die emotionale Belastung, die sie durch das Leben hinter den Mauern des Palastes erlitten hatte, und beschrieb, wie sie sich allein und eingesperrt fühlte, nachdem sie Mitglied der königlichen Familie geworden war. Sie gab zu, dass sich ihr psychischer Gesundheitszustand so sehr verschlechtert habe, dass sie ernsthaft darüber nachgedacht habe, sich das Leben zu nehmen. Meghan sagte, sie habe versucht, eine der ranghöchsten Personen der Organisation und später auch die Personalabteilung des Palastes um Hilfe zu bitten. Aber trotz ihrer Bemühungen sei nie etwas unternommen worden. Im Verlauf des Gesprächs erkundigte sich Oprah nach Harrys Verbindungen zu seiner Familie, insbesondere zu seinem Vater, Prinz Charles, und seinem Bruder, Prinz William. Harry sagte, dass seine Beziehung zu seinem Vater eine schwierige Wendung genommen habe, nachdem dieser von seinen Aufgaben, die mit der königlichen Familie verbunden waren, zurückgetreten sei. Die Tatsache, dass Charles meine Anrufe nicht mehr entgegennahm, was ihn äußerst verärgerte, gab er offen. Wie fragmentiert die Dinge hinter den Kulissen waren, wurde durch ihre Aussage deutlich. Unmittelbar nach dem Interview kam es zu einem Medienrummel, der den Buckingham Palace bis ins Mark erschütterte. Nach einiger Zeit wies Prinz William die Behauptung, die königliche Familie sei rassistisch, offen zurück und stellte klar, wir sind überhaupt keine rassistische Familie. Es ist wichtig anzumerken, dass Harrys Kritik an der königlichen Familie nicht mit seinem Auftritt bei Oprah endete. Im abschließenden Teil ihrer Dokumentation, die 2020 auf Netflix gezeigt wird, erhoben Harry und Meghan den Vorwurf, dass die königliche Familie absichtlich zur schlechten Berichterstattung in den Medien beigetragen habe. Ihrer Meinung nach hat die unerbittliche Aufmerksamkeit der Medien Meghan so weit gebracht, dass sie darüber nachdachte, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Und dies war ein wesentlicher Faktor bei ihrer Entscheidung, das Vereinigte Königreich zu verlassen. Wenn Ihnen diese königliche Fehde das Herz bricht, tippen Sie auf »Gefällt mir«. Hinterlassen Sie einen Kommentar. Wenn Sie glauben, dass William damit Frieden oder Schmerz gemeint hat, klicken Sie auf Abonnieren, um weitere aktuelle Updates aus den Palastmauern zu erhalten. Das Paar ging sogar noch weiter und beschuldigte die königliche Familie nicht nur, in dieser Angelegenheit keine Hilfe geleistet zu haben, sondern sich auch an einem schmutzigen Spiel beteiligt zu haben, das Harry als schmutziges Spiel bezeichnete, bei dem es sich um einen Informationskrieg handelte, bei dem schädliche Berichte an die Medien weitergegeben wurden. Ihnen zufolge wurden diese Geschichten erfunden, um den Palast vor Kritik zu schützen oder andere hohe königliche Bewohner zu schützen. Offensichtlich wurde die Implikation gemacht. Andererseits hatten Harry und Meghan den Eindruck, dass sie ignoriert wurden. Harry beschrieb ein Krisentreffen, das im Januar 2020 auf dem Anwesen von Sandringham stattfand. Und es war eine der bombastischsten Aussagen, die er machte. Im Verlauf der Begegnung behauptete er, William habe ihn vor ihrer Großmutter, Königin Elizabeth II, angeschrien. Harry beschrieb dieses Ereignis als verheerend und unumkehrbar. All dies geschah in einer für die Monarchie sehr peinlichen Zeit. Kaum 3 Monate nach dem Tod von Königin Elisabeth und am Beginn einer neuen Ära unter König Karl III. Die Monarchie wurde durch die Umstände stark herausgefordert. Im Rahmen eines Interviews mit ITV im Jahr 2023 erkannte Harry die wachsende Kluft zwischen ihm und William und erklärte, dass sie derzeit in unterschiedliche Richtungen unterwegs seien. Und jetzt, nach Jahren des erzwungenen Schweigens, durchgesickerter Geschichten
und ätzender Anschuldigungen hat William endlich seine Meinung geäußert. Was er hingegen sagte, überraschte alle. Es ist an der Zeit, dass William spricht. Was er hingegen sagte, überraschte alle. Die unerwartete Aussage von Prinz William. Über einen längeren Zeitraum vertrat Prinz William seine angespannte Beziehung zu Harry eher zurückhaltend. Obwohl er eine Reihe königlicher Skandale angesprochen hat, hat er seine Ansichten gegenüber dem Monarchen bis vor kurzem noch nie explizit dargelegt. Im Jahr 2024 bot ein Werbevideoclip für Prinz Williams Dokumentarfilm mit dem Titel We Can End Homelessness eine unerwartete Chance, seine Verletzlichkeit zu zeigen. Prinz William dachte über ein Kindheitserlebnis nach, das er und Prinz Harry einst teilten. Er erinnerte sich, wie seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, ihn und Harry einlud, die Passage zu besuchen. Eine Wohltätigkeitsorganisation im Vereinigten Königreich, die Obdachlosen hilft. Für beide Brüder war es ein transformierendes Ereignis. William bemerkte, dass ihm der Besuch klar machte, wie glücklich seine Kindheit gewesen war und dass er gezwungen war, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen, dass nicht jedermanns Leben so behütet und angenehm war wie sein eigenes. Zu dieser Erkenntnis kam er durch den oben erwähnten Besuch. Die Bedeutung dieses besonderen Moments in der Dokumentation liegt in der Tatsache, dass es das erste Mal ist, dass William seinen Bruder Harry öffentlich anspricht, seit dessen Beziehung zu William angespannt war. Diese untertriebene Anerkennung löste viele Spekulationen aus. Würden Sie sagen, dass dies Williams Versuch war, seine Haltung abzuschwächen? War er zur Wiedergutmachung bereit? Dennoch beschreiben Quellen aus der Nähe des Palastes eine ganz andere Geschichte. William ist der Meinung, dass sein jüngerer Bruder Harry einfach nicht in der Lage ist, die Verpflichtungen zu ertragen, die eine Mitgliedschaft in der königlichen Familie mit sich bringt. Dies gilt insbesondere angesichts des Schadens, der durch Harrys öffentliche Kritik an der königlichen Familie entstanden ist. William hat alle Träume Harrys, zu seinen königlichen Pflichten zurückzukehren, vollständig zunichte gemacht. Laut einem Insider soll William glauben, dass Harry nicht über das nötige Urteilsvermögen verfügt, um auch nur eine eingeschränkte Rolle innerhalb der Monarchie zu bewältigen. Eine andere Person ging sogar noch weiter und erklärte, dass William glaubt, Meghan Markle könne ihn leicht beeinflussen. Es heißt, William sei verblüfft über die Art und Weise, wie Harry sich so sehr in Angriffe gegen die Monarchie und seine Familie verwickeln ließ. Nicht nur die Netflix-Dokumentarserie oder gar das Interview mit Oprah spielten in Williams Leben eine entscheidende Rolle. Laut William war es das Muster, das aus einem kontinuierlichen Strom öffentlicher Enthüllungen bestand, das eine Überschreitung der Grenze zwischen Wahrheitsfindung und Verrat darstellte. Ex-Freunde von Harry haben ihre Zustimmung zu diesem Standpunkt zum Ausdruck gebracht. Eine Person bezeichnete seine Handlungen als erschreckend illoyal, während eine andere Person erklärte, dass Harry und Meghan die königliche Familie in Würde hätten verlassen können, sich aber stattdessen entschieden hätten, vom Ruin der Institution zu profitieren. Es gab jedoch einen besonderen Fall, der sich von den anderen abhob und möglicherweise alles verändert hat. Ein Insider im Palast sagte, dass Prinz Harry und Prinz William nach der Veröffentlichung des Werbevideos für Williams Dokumentarfilm ein kurzes und emotionales FaceTime-Chat führten. Es kam jedoch schnell zu hitzigen Auseinandersetzungen, obwohl es nicht auf Konfrontation angelegt war. Berichten zufolge endete das, was als Diskussion über ihre verstorbene Mutter und die Erinnerungen, die sie beide teilten, begann schließlich mit der Verwüstung, die Harrys Entscheidungen angerichtet hatten, und mit der Frage, wie William glaubte, dass alles hätte abgewendet werden können. Danach kam die Zeit, die Harry zum Weinen brachte. Als das Gespräch zu Ende ging, blickte William auf den Bildschirm vor ihm und bemerkte, ich habe versucht, sie zu warnen. 5 Wörter, gelassen ausgesprochen. Nichts, nur Enttäuschung, keine Wut, keine Theatralik, nichts. Quellen zufolge saß Harry, Berichten zufolge, in erschrockenem Schweigen da
und war offensichtlich verzweifelt. Mehrere ihm nahestehende Personen behaupten, er habe das Gespräch plötzlich abgebrochen und sei anschließend dabei beobachtet worden, wie er sich die Tränen weggewischt habe. Dies war ein seltenes Beispiel ungefilterter Emotionen, eine traurige Erinnerung daran, wie weit die Brüder im Laufe ihrer Beziehung auseinandergegangen waren. Die Nachwirkungen des Ereignisses. Berichten zufolge befand sich Harry aufgrund der Nachwirkungen der FaceTime-Begegnungen in einem emotionalen Aufruhrzustand. Laut einem Freund der Sussexes hatte Harry gehofft, dass das Treffen ein Wendepunkt sein würde, eine Chance, mit der Heilung der Narben der Vergangenheit zu beginnen. Sie hofften, dass das Gespräch einen Wendepunkt bringen würde. Im Gegenteil, Williams Kommentare, die gefasst, aber prägnant waren, schienen der letzte Nagel im Sarg zu sein. Dem Bekannten zufolge hatte Harry das Gefühl, die Tür sei zugeschlagen worden. Er klammerte sich an den Gedanken, dass William ihn vielleicht sogar genauso sehr vermisste, wie er William vermisste. Er hatte an dieser Hoffnung festgehalten. Dennoch reichten nur 5 Worte aus, um alles zu vermitteln. Es wurde erklärt, dass Meghan über die Interaktion ziemlich verärgert war, und sie bezeichnete es als ein vorsätzliches Manöver, das nur dazu diente, das zu bestätigen, was sie schon lange geglaubt hatten, nämlich dass William nicht die Absicht hatte, die Kluft jemals zu überwinden. Nach Angaben von Sachverständigen war die Atmosphäre in Montecito in den folgenden Tagen angespannt. Harry zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und verbrachte Stunden allein und dachte über alles nach, was er und William zuvor gehabt hatten und was in ihrer Beziehung gefehlt hatte. Hinter den Kulissen heißt es, Harry sei nicht nur von der emotionalen Wucht von Williams Kommentaren überrascht gewesen, sondern auch von der Erkenntnis, dass es möglicherweise nicht mehr möglich sei, sich mit William zu versöhnen. Der emotionale Tribut dieses Moments hallte weit über die Grenzen eines Telefonbildschirms hinaus, doch trotz der Tatsache, dass Harry in diesem besonderen Moment auf FaceTime zu Tränen gerührt war, war es nicht der letzte Schlag, der ihm widerfuhr, und es war auch nicht die letzte Warnung. Nur wenige Tage später wurden die Nachrichten mit einer weiteren unerwarteten Wendung der Ereignisse überschwemmt, diesmal mit Jason Knauf, einem ehemaligen königlichen Berater, der zuvor sowohl für Prinz Harry als auch für Prinz William gearbeitet hatte. In einem umstrittenen Interview mit 60 Minutes Australia brachte Knauf vernichtende Behauptungen zurück, dass Meghan Markle während ihrer Zeit als arbeitende Königin das Personal des Palastes misshandelt habe. Dieses Problem bereitete der Ehe über einen längeren Zeitraum hinweg große Peinlichkeiten. Wie ist die Zeit überhaupt so problematisch geworden? Nur eine Woche vor der Veröffentlichung von Meghans neuer Netflix-Serie With Love. Meghan wurde das Interview mit Knauf im Internet verbreitet. Dass er sich ohne die stillschweigende Zustimmung von Prinz William geoutet hätte, ist nach Ansicht derjenigen, die in die privaten Informationen eingeweiht sind, undenkbar. Obwohl es wahrscheinlich ist, dass William das Interview nicht direkt organisiert hat, sagte die Daily Mail, er sei sich der Tatsache bewusst gewesen, dass es stattfinden würde und habe keine Anstrengungen unternommen, um es zu verhindern. Aus der Sicht von Harry und Meghan schien dies ein gut geplanter Angriff zu sein, als hätte William während des gesamten Prozesses eine Botschaft übermittelt, die sowohl still als auch eindringlich war. Die Warnung berücksichtigte nicht nur die Stimmung, sondern hatte auch eine strategische Ausrichtung. Knauf wird nun als wahrscheinlich tickende Zeitbombe positioniert, die schreckliches Material enthält, das das Potenzial hat, Meghans sorgfältig gepflegtes öffentliches Image zu untergraben. Die Botschaft, die William zu übermitteln versucht, könnte angesichts der aktuellen Lage nicht offensichtlicher sein. Einige königliche Beobachter waren sogar der Ansicht, dass dies Williams Art war, einen letzten Schlussstrich zu ziehen und dafür zu sorgen, dass die Vergangenheit begraben blieb, indem er dafür sorgte, dass das Rampenlicht von ihm fernblieb. Dies war die Strategie, die dafür sorgen sollte, dass die Vergangenheit begraben blieb. Auch nach allem, was sich ereignet hat. Soll Harry Berichten zufolge
weiterhin über die Aussicht nachgedacht haben, auf Teilzeitbasis zu seinen königlichen Pflichten zurückzukehren. Vorausgesetzt, dass William sich für sein Verhalten entschuldigt. Dieses Konzept stieß dagegen auf eine lautstarke Ablehnung von William, der es offenbar eindeutig als völlig abwegig betrachtete. Laut William war die Entscheidung von Königin Elizabeth ein sehr klarer Hinweis darauf, was sie tun wollte. Du bist entweder drinnen oder draußen. Aufgrund der Tatsache, dass Harry seine Wahl getroffen hat, ist er gezwungen, ihre Entscheidung zu akzeptieren. Was William betrifft, scheint die Beziehung, die er zu Harry hat, ein Opfer des Prozesses zu sein, die Institution zu schützen und sicherzustellen, dass sie auf Zukunft lebensfähig bleibt. Auch wenn dies bedeutet, dass sein Bruder in einem anderen Land gehalten wird. Die anhaltenden gesundheitlichen Probleme, unter denen Kate leidet, tragen nur dazu bei, dass die emotionale Belastung, die ihr dadurch auferlegt wurde, noch schwerer zu ertragen ist. Während Elizabeth wegen ihrer Krebserkrankung behandelt wird, versucht William, die Anforderungen seines Familienlebens, seine königlichen Verpflichtungen und die Kontrolle der Öffentlichkeit unter einen Hut zu bringen. All dies geschieht, während er gleichzeitig versucht, die wachsende Kluft zwischen ihm und seinem Bruder zu überwinden. Einige Personen, die sich der Umstände bewusst sind, haben die Meinung geäußert, dass der Zeitpunkt nicht schlechter sein könnte. Trotzdem gab es einen flüchtigen Moment der Wahrheit, der nicht mit Ausschmückungen geschmückt war. William wurde auch mit den Worten zitiert: Während unseres gesamten Lebens habe ich versucht, meinen Bruder zu warnen, indem ich meinen Arm um ihn gelegt habe. Dies ist eine weitere Erklärung, die veröffentlicht wurde. Das ist etwas, wozu ich derzeit nicht mehr in der Lage bin. Jeder von uns besitzt eine einzigartige Individualität. Seine Worte verdeutlichten die große Kluft, die sich im Laufe der Jahre zwischen den Geschwistern gebildet hatte. Die Enthüllung der Statue von Prinzessin Diana, die Beerdigung von Königin Elizabeth II. Und die Enthüllung der Statue von Prinz Philipp waren die letzten Momente, in denen die Brüder Seite an Seite standen. Diese Ereignisse ereigneten sich in Momenten nationaler Trauer. Die Verbindung zwischen ihnen hatte sich hinter den Kulissen bereits verschlechtert, obwohl sie nach außen hin das Bild des Zusammenseins vermittelten. Nach Ansicht derjenigen, die den Sussexes trotz aller Meinungsverschiedenheiten nahestehen, diente diese eine Kindheitserinnerung als Erinnerung an das, was einmal war, und an das, was seitdem verschwunden ist. Obwohl die jüngste Aussage von William subtil war, löste sie bei Harry Tränen aus. Dies liegt daran, dass trotz aller Unterschiede diese eine Erinnerung als Erinnerung an das fungierte, was in der Vergangenheit war. Die beiden Brüder, die zuvor unzertrennlich waren, sind nun durch Verantwortlichkeiten, Distanz und Taten getrennt, die möglicherweise ungeschehen gemacht werden können oder auch nicht. Zuvor waren sie unzertrennlich. Obwohl William die Verpflichtungen der königlichen Familie mit den Problemen seines Privatlebens verbindet, gibt es eine Grenze, die scheinbar unbeweglich bleibt, die unsichtbare Linie. Die Beziehung zwischen Williams und Harry ist in vielerlei Hinsicht an einem Punkt angelangt, an dem sie zu einem Symbol für den Aufruhr geworden ist, der innerhalb der gegenwärtigen königlichen Familie herrscht. Der Konflikt zwischen Schweigen und Wahrheit, Verpflichtung und Freiheit, Tradition und Wandel und so weiter und so weiter. Obwohl es sowohl Gegenstand von Schlagzeilen als auch von Filmen war, wird nicht erwähnt, was sie voneinander unterscheidet. Palisades hat gesagt, dass es nun eine unsichtbare Grenze gibt, die William Harry nicht überschreiten lassen wird. Diese Grenze wird Harry nicht überschreiten. Ihm nahestehende Menschen sollen von ihm darüber informiert worden sein, dass er die Person, zu der Harry geworden ist, nicht wiedererkennt. Dies geht aus den erhobenen Vorwürfen hervor. Während alles vor sich geht, hat Harry das Gefühl, dass er nicht nur von der Organisation, sondern auch von seinem Bruder im Stich gelassen wurde, der ihm zuvor versprochen hatte, ihn zu beschützen. Dies trotz der Tatsache, dass der Bruder Harry versicherte, dass er ihn beschützen würde. Es wurde noch keine Entscheidung darüber getroffen,
ob diese Linie jemals vollständig abgeschafft werden kann oder nicht. Dennoch ist es ziemlich offensichtlich, dass es unglaublich schwierig ist, das einmal gebrochene Vertrauen wiederherzustellen. Das ist äußerst schwierig. Dies gilt umso mehr in einem Haushalt, in dem jede Handlung hervorgehoben, jede Stille geprüft und jede Entscheidung in das kollektive Gedächtnis der Familie eingeprägt wird. Trotz allem, was passiert ist, die Interviews, die Enthüllungsbücher, die kalten Schultern, es bleibt eine unveränderliche Wahrheit. Sie waren Brüder, bevor sie Mitglieder des Königshauses wurden. Können sie jemals den Weg zurückfinden? Oder hat die Krone Mauern errichtet, die die Liebe nicht erklimmen kann? Jetzt möchten wir von Ihnen hören, war die Aussage von Prinz William ein Schritt zur Heilung oder eine verschleierte Botschaft, sich fernzuhalten? Kommentar unten. Vergessen Sie nicht, zu liken, wenn Sie an zweite Chancen glauben. Und abonnieren Sie weitere, echte, königliche Geschichten, die Art, die die Boulevardzeitungen nicht erzählen.